Ich hatte einen merkwürdigen Input gerade noch beim Aufstellen, und zwar die Schönheit. Mir ist die Schönheit schon auch wichtig, oder? Also ich merke einfach, wie ich selber, also das sind auch organische Strukturen wahrscheinlich von mir, oder ja, wahrscheinlich doch biologische Dinge, die ablaufen. Also vielleicht kann ich mich da auch noch einmal weiterentwickeln, das kann ja schon sein. Aber wenn ich mich jetzt einfach so beobachte, wenn ich mich Schönheit gegenüber aussetze, dann vor allem für mich ist natürlich eine schöne Frau etwas Besonderes, wo eben auch diese organischen Prozesse ablaufen. Aber auch sonst bei schönen Objekten. Man hat auch gesehen, die haben einen bestimmten ökonomischen Wert auch. Man trägt denen mehr Sorge. Das ist erwünscht. Aber eben wenn die Substanz dahinter dann nicht stimmt oder für uns nicht stimmt, dann können wir über die Schönheit dann auch ganz schön negativ auf die Nase fliegen. Das Beispiel, das ich da gesehen habe, ist in meinem zweiten Studentenzimmer. Ich hatte dann schon eine WG, eine sehr gute Sache. Hatte ich ein Zimmer, und in dieser Wohnung aus den 50er Jahren, da war so ein Putz aufgebracht, also die Oberfläche der Wände, und dieser Putz, der war ganz grob, also wirklich so, dass man sich daran auch verletzen kann. Und da hat man jetzt auf das Schöne, und müssen wir immer auch daran denken, das Schöne hat vielfach eben auch erhebliche persönliche oder subjektive persönliche Anteile. Nicht alle finden alles bei allem das Gleiche schön, oder? Da gibt es, glaube ich, wirklich erhebliche Abweichungen, dass man beim Gestalten einer Wohnung zum Beispiel, wenn es dann nicht nur für einen persönlich ist, sondern eine Mietwohnung, dann bei solchen Setzungen von jetzt so problematischer Schönheit dann schon ein bisschen aufpasst. Aber das geht dann auch vielfach durchs Leben hindurch. Also der Punkt war, das Bett, man musste dann auch an die Wand angelehnt werden. Also in der Mitte eines gar nicht so großen Raumes wird man ein Bett nicht stellen. Es kommt an die Wand, und da habe ich mich regelmäßig die Haut verletzt an diesem sehr rauen Putz an der Wand. Schönheit daneben. Und was aber der Gegenpunkt da ist dazu, zur Schönheit, das ist, ich würde vorschlagen, also ich finde es sehr sinnvoll für Gestaltende, aber auch um sich selber zu leiten, ist das vitruvianische Gestaltungsmodell. Das heißt, wir haben zuerst die Firmitas, also es muss etwas fest sein, wobei, wenn es eben fest ist und dann die Schönheit eigentlich die Funktion dann zertrümmert hat, dann haben wir dann auch ein Problem, oder? Aber wenn wir etwas uns auch Mühe geben, Zeit nehmen und so, und es etwas ist, was ein bisschen halten soll, dann braucht es eben die Festigkeit, am Bau wird die von der Statik, von der Baustatik geliefert, und da soll dann auch ein Erdbeben daran rütteln können, und das soll bleiben, oder? Und dann haben wir den zweiten Punkt, das ist die Funktion.
die Utilitas, also das Nützliche. Und dann das dritte, nice to have, oder auch gut, wenn man es auch später dann dort noch verbessern kann. Das ist die Schönheit, oder? Die Venustas. Da kommt dann, Venus ist ja, meine ich, die Frau, eine weibliche Göttin der Schönheit. Ja, nach diesem Prinzip sind wir darauf zurückgeworfen, zuerst einmal die Funktion eigentlich, das Nützliche, die Substanz von etwas zu klären. Ja, die Substanz. Was steckt denn dahinter? Schönheit kann eben auch zu reiner Kosmetik abdriften, die dann auch täuscht. Wir haben seit der Sesshaftwerdung, seit wir auch Häuser haben, Burgen haben, das Problem von innen und außen, das heißt, kann ein Vorteil sein, aber da kann es auch ein problematisches Auseinanderbrechen eben geben, bis zu wir als Menschen, die gelernt haben, mehr eigentlich noch so wie als Hüllen da herumzulaufen und etwas zu schauspielern. Und im Innen denken wir etwas ganz anders, fühlen wir ganz anders, fühlen vielleicht auch die Umgebung hinters Licht und so, solche ganz problematischen Erscheinungen. Maske, Stichwort Maske.